Heute betrachten wir einen hochspannenden, hochmittelalterlichen Fund aus der Siedlung Marsleben bei Quedlinburg. Die Siedlung Marsleben am Fuße von Quedlinburg liegt dort, wo heute die sogenannte B6N läuft, eine Autobahn, die den ganzen nördlichen Harz entlang zieht durch eine ganz wunderbare Landschaft, von der aus man einen herrlichen Blick auf den Harz hat und auf das flache Land davor. Diese Siedlung, die wir dort ergraben hatten, war umwallt. Wir kannten sie vorher nicht im Detail. Wir hatten sie ja nicht ausgegraben. Wir wussten nur, dass dort eine Wüstung ist. Und als man die Wüstung ausgrub, hat man sehr, sehr viele Reste von Häusern und Kellern gefunden. Vor allem hat man aber einen Kleinadelsitz gefunden, der auch ummauert war. Und in diesem Kleinadelsitz fand man dieses kleine Blättchen aus Knochen. Und wenn man das Blättchen genauer anschaut, dann sieht man, dass das Blättchen hier ein Bildnis trägt, und zwar eine Frau. Und wenn man sich die Frau genauer ansieht, dann sieht man, dass sie eine ganz eigentümliche und eindrückliche Tracht hat. Sie hat ein langes, die Füße bedeckendes Kleid an und sie hat einen Ärmel. Wenn sie den Arm hochhebt, dann reicht der Ärmel immer noch bis zum Boden, also eine ganz eindrucksvolle Mode, die gleichzeitig ihren Status anzeigt, nämlich, dass sie eine Adelige ist. Denn wenn man so einen langen Ärmel hat und immer sozusagen die Arme heben muss oder immer am Boden sozusagen das Kleid mitschleift, dann kann man natürlich nicht arbeiten. Und nicht arbeiten konnten damals nur adlige Damen. Das Kleid ist hoch gegürtet. Sie hat einen langen Zopf und eine Haube, wie es auch adlige Frauen haben. Und es handelt sich hier zweifellos um eine junge, unverheiratete Frau. Und sie ist in einem kleinen Türchen angebracht, denn wenn man das Blättchen genauer ansieht, dann sieht man oben und unten eine kleine Bohrung, die zeigt, dass man dieses Türchen so aufmachen konnte. Das heißt, wenn man davor stand, auf der rechten Seite fand sich das Türchen und die linke Tür fehlt, das war eine Doppeltür. Und wir wissen auch, was auf der linken Tür war, denn es gibt häufiger solche Türen. Auf der linken Tür war der sicherlich ebenfalls adlige Verehrer und man hatte sozusagen hier ein Liebespaar dargestellt in einer Zeit, die gar nicht so sittenstreng war, wie man es immer fürs Mittelalter annimmt. Und wenn man nun genau auf das Blättchen blickt, dann sieht man, dass in den tieferen Teilen sich noch eine Vergoldung erhalten hat. Das heißt, es war eine goldene Tür, es war eine goldene Pforte. Und wenn man die Tür öffnet, dann sieht man an den tieferen Bohrungen hier, dass auch darin Goldreste sind. Auch diese Seite war vergoldet. Was war nun dieses Kästchen? Auch das wissen wir aufgrund von Vergleichen. In dem Kästchen befand sich ein Spiegel. Es war also ein Spiegelkästchen. Und solch einen Spiegel machte man damals, indem man praktisch einen Glasballon kappte und den mit Blei bedampfte, sodass sich ein Spiegel ergab. Ein Spiegel, der eben geschlossen werden konnte. Das war natürlich etwas, was sich nur Adlige leisten konnten. Aber Marsleben ist nicht Quedlinburg, man ist sozusagen am Fuße dieses bedeutenden Klosters und dieser bedeutenden Stadt, in der immerhin Kaiserinnen und Königinnen diesem Stift vorstanden, in dem sich als Pfalz natürlich Kaiser und Könige aufhielten. Aber etwas Glanz fällt offenbar auch auf die Kleinadligen in den Dörfern der Umgebung, die sich so etwas leisten konnten. Denn man konnte sicherlich dieses Türchen, das Kästchen aus Bein mit einem geschickten lokalen Handwerker herstellen, auch wenn die Vergoldung nicht so ganz banal ist. Aber den Glaskörper des Spiegels mit dieser Bleibedampfung, den konnte man nur in hochrangigen Zentren herstellen mit spezialisierten Handwerkern. Man hat also hier etwas Kostbares eingeworben und bei irgendeiner Gelegenheit ist dieses Türchen verloren gegangen. Und sicherlich
möglicherweise auch gesucht worden, um es zu reparieren. Vielleicht war es auch ein kriegerischer Akt, wir wissen es nicht mehr. Wir sehen, dass diese Tür hier an der Ecke ausgebrochen ist und das ist vielleicht der Grund, warum sie eben verloren ging. Zumindest dieses eine Türchen. Vielleicht hat das andere Türchen und der Spiegel überlebt. Man hat einfach die Kästchentür nachgeschnitzt, das wissen wir nicht. Für uns ist dieser Verlust natürlich ein Glücksfall, nicht weil er uns ein schönes Fundstück überliefert, sondern auch, weil wir einen Einblick in diese hochmittelalterliche Welt bekommen. Und welchen Status hat eigentlich dieses Kästchen? Warum ist es wichtig und wie müssen wir uns das vorstellen? Und da wissen wir von Capellanus überliefert, dass man in der Liebe den verehrten Damen Geschenke machen sollte, aber die Geschenke sollten nicht zu ostentativ wertvoll sein. Man schenkt nicht einfach goldenes Geschmeide oder ähnliches. Man würde ja seine Geliebte herabwürdigen, zu einer Art Kurtisane. Nein, man schenkt der Dame etwas für die Schönheit, zum Beispiel einen Kamm oder einen Spiegel. Und so können wir im vorliegenden Fall davon ausgehen, dass es sich hier sogar um das Geschenk eines Verehrers an die Tochter des Hauses von Maßleben handelte, deren Namen wir leider nicht mehr wissen und das Adelsgeschlecht wissen wir heute auch nicht mehr. Wir kennen auch nicht den Namen des Verehrers, aber wir sehen, dass es doch wichtig ist, solche Straßenbaumaßnahmen lückenlos zu begleiten, denn auch wenn die Namen vergessen sind und auch wenn der Adelssitz dort vergessen war, so zeigt er uns doch viel über die Landesgeschichte, er zeigt uns viel über die Verhältnisse auf dem Land. Und das ist ja ganz wichtig, denn die ländlichen Verhältnisse und die ländlichen Siedlungen des hohen Mittelalters kennen wir sehr viel weniger als die Städte. Und deshalb können wir das Land immer sehr viel weniger beurteilen. Hier sehen wir, im Vorfeld von Quedlinburg gab es Adlige, die versuchten in höfischer Kultur und die auch sich versuchten, mit den Höchsten zu messen.